Stell dir vor, es ist ein kalter Wintermorgen. Das Haus ist still und der Duft von frisch gemahlenem Kaffee vermischt sich mit warmem Zimt und Kardamom. Aber heute bleibt der Espresso nicht nur in der Tasse. Heute wandert er direkt in den Teig. Warum schmecken die meisten Zimtschnecken eigentlich oft nur nach Zucker und sind am nächsten Tag trocken wie Knäckebrot? Ich zeige dir heute, wie wir das mit Barista-Präzision und einer geheimen Zutat aus der Backstube ändern. Hi, ich bin Chris, dein Caffeinated Home Barista. Zu Weihnachten wollte ich etwas Besonderes kreieren, das unsere Leidenschaft für Specialty Coffee mit echtem Handwerk verbindet. Wir backen heute die Coffee Chris Signature Rolls. Das Besondere daran, wir nutzen Kaffee als Gewürz, arbeiten mit Vollkorn für den extra Biss und nutzen eine spezielle Technik aus Asien, damit die Rollen tagelang saftig bleiben. Bleib bis zum Ende dran, wenn du wissen willst, mit welchem Trick die Zimtschnecken oder Kanelbuller, wie sie in Schweden genannt werden, besonders schön glänzen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere gerne, das unterstützt mich sehr. Und jetzt legen wir los. Schritt 1. Das Tangzhong Kochstück. Alles beginnt mit der Basis für die ultimative Saftigkeit, dem Tangzhong, auch Kochstück genannt. Dafür nimmst du 150 Gramm Wasser und 30 Gramm Dinkelvollkornmehl. Das Ganze kochst du unter ständigem Rühren kurz auf, bis es eine puddingartige Konsistenz hat. Diese Stärkemischung bindet die Feuchtigkeit im Teig viel besser, als wenn man das Wasser einfach so untermischt. Lass das Kochstück danach komplett abkühlen. Schritt 2. Der Kaffeeteig. Anschließend bereiten wir unser Herzstück vor, den Kaffeeteig. Wir mischen 250 Gramm glattes Weizenmehl mit 150 Gramm Weizenvollkornmehl. Das Vollkorn gibt uns eine herrliche Umami-Note und eine komplexe Struktur. Jetzt kommt der Moment, auf den ich mich am meisten gefreut habe, der Espresso-Guss. Wir ersetzen einen Teil der Milch durch 40 Gramm frisch bezogenen, abgekühlten Espresso. Dazu kommen 100 Gramm Milch, ein Ei, 8 bis 9 Gramm frische Hefe und das Kochstück von vorhin. Je nachdem wie groß das Ei ist, kannst du auch etwas weniger Milch dazugeben. Der Teig hat sehr viel Flüssigkeit, also mit weniger Milch wird er etwas leichter zu verarbeiten. Schritt 3. Kneten und aromatisieren. Sobald du den Espresso zum Mehl gießt, merkst du sofort, wie sich das Aroma verändert. Röstig, tief und weihnachtlich. Ich knete den Teig in der Küchenmaschine für circa 15 Minuten, aber das geht natürlich auch per Hand. Nachdem sich der Teig verbunden hat, gibst du noch 35 Gramm Zucker. Brauner Zucker funktioniert hier auch super für die karamellige Süße, 40 Gramm weiche Butter, 6 Gramm Salz sowie jeweils einen Teelöffel Zimt und frisch gemörserten Kardamom hinzu. Ein kleiner Tipp: mörsere deinen Kardamom immer frisch. Die ätherischen Öle sind so viel intensiver als beim fertigen Pulver, genau wie bei frisch gemahlenen Kaffeebohnen. Wenn dir dieser Deep Dive in die Welt der Kaffeearomen gefällt, dann lass mir doch ein Like da. Das hilft dem Kanal enorm und zeigt mir, dass ihr Lust auf mehr solcher Experimente habt. Alle Zutaten habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Sobald alles gut verknetet ist, nehme ich den Teig aus der Schüssel und falte ihn ein paar Mal, um das Glutengerüst zu verstärken. Dann deckst du den Teig ab und lässt ihn für circa 2 Stunden gehen, bis sich sein Volumen deutlich vergrößert hat. Dann stellst du ihn am besten für mindestens eine halbe Stunde kalt, da sich der Teig so besser verarbeiten lässt. Schritt 4. Die Füllung und das Formen. Kommen wir zur Füllung. Die soll nicht einfach nur süß sein, sondern komplex. Wir mischen ca. 45 Gramm weiche Butter, 30 Gramm Apfelmus und 20 Gramm Kokosmandelmus. Das macht die Füllung extrem cremig und etwas leichter als eine reine Butterfüllung. Dazu kommen 45 Gramm brauner Zucker und etwas normaler Kristallzucker, 2 Esslöffel Zimt, ein Teelöffel Kardamomsamen und ein Schuss Vanilleextrakt. Anschließend rollen wir den Teig aus, bestreichen ihn mit der Füllung und klappen ihn zweimal ein.
Dann schneiden wir ca. 2,5 cm breite Streifen ab. Diese ziehen wir etwas in die Länge, verdrehen sie und wickeln sie zweimal um die Finger, um sie dann zu verknoten. Ich bin hier kein Profi, ich bin mir sicher, einige von euch können das besser als ich, aber sie sehen trotzdem okay aus. Die Knoten kommen auf ein gefettetes Backblech und müssen abgedeckt nochmals eine Stunde gehen. Schritt 5: Backen und der Glanztrick. Vor dem Backen werden sie mit einer Mischung aus Eigelb und etwas Milch bestrichen. Dann geht es bei 190 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen für 15 bis 18 Minuten, bis sie goldbraun sind. Jetzt kommt der Profitrick. Koch eine Mischung aus Wasser und Zucker kurz auf und bestreich die Rollen damit, solange sie noch heiß sind. Dadurch bekommen sie nach dem Abkühlen diesen unwiderstehlichen Glanz. Nach dem Backen hast du Zimtschnecken, die nicht nur fluffig sind, sondern durch den Espresso eine unglaubliche Tiefe haben. Wenn du sie auseinanderziehst, siehst du die feine Textur des Vollkorns, die durch das Tangzhong trotzdem butterweich bleibt. Mich würde brennend interessieren, welchen Kaffee würdest du für den Teig wählen? Eher einen klassischen schokoladigen Brasilianer oder traust du dich an einen fruchtigen Äthiopier ran? Schreib es mir in die Kommentare. Diese Rollen sind für mich die perfekte Ergänzung zu einem Flat White an den Feiertagen. Schau dir als nächstes unbedingt mein Video zu meiner Morgenroutine an, da zeige ich dir den passenden Brew dazu. Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald!